So. Hallo. Hallo. Jetzt machen wir Pacing und Tuning. Schon wieder. Das machen wir gefühlt irgendwie alle 12 Monate, ne? Ja, muss man halt vernünftig... Irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Warum machen wir das überhaupt? Weil immer wieder danach gefragt wird. Macht doch mal eine Sendung über, wie ihr Spiele macht und so. Erzählt doch nicht immer so einen belanglosen Kram da, sondern erzählt doch mal ein bisschen so mehr so, wie ihr Spiele macht, so. Ne? Und dann denke ich mir immer, ja, das machen wir doch die ganze Zeit. Das ist halt doch schon irgendwie, wo kommt's her und wie macht ihr das? Was ist der erste Gedanke und so? Das sind alles Dinge, die wir hier erzählen. So, ja. Und vor allem auch, wenn Dinge kombiniert werden miteinander. Weil Pacing und Tuning sind zwar unterschiedliche Dinge. Die haben erstmal nichts miteinander zu tun, aber irgendwie alles. So. Und das wollen wir gerne mal auseinanderwuseln. Ich habe mal hier aufgeschrieben, was Pacing ist, haben wir in unserer 7. Sendung mal behandelt. Was ist Pacing, hieß die? Das war die 7. Piranha Becken TV Folge. Und was Tuning ist, haben wir in der Sendung 56 von Piranha Becken TV abgehandelt. Die hieß Difficulty Level. Wow. Da geht's um Schwierigkeitsgrade und wie wir tunen, das Spiel tunen. So, ja. Die kann man sich auch noch mal angucken. Das heißt, wir kennen das alles schon. Und heute werden wir mal beide Sachen gegenüberstellen und mal schauen. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Fangen wir mal an. Was ist Pacing? Einfach mal kurz abreißen. Jetzt hat sie den schwarzen Peter. Also, Pacing ist im Grunde genommen, wie homogen etwas verteilt ist. Wenn also zu viel von einer Sache an einer Stelle ist, dann wird das immer als, das ist zu viel empfunden. Und deswegen versucht man, das insbesondere im Gameplay die Elemente so zu verteilen, dass es möglichst für den Spieler spannend bleibt, dass er am Ball bleibt. Also, ich darf ein bisschen sammeln, ich darf ein bisschen kämpfen, ich muss ein bisschen quatschen und so weiter. Und wenn man das gut verteilt, dann hat der Spieler das Gefühl, das Spiel ist besonders abwechslungsreich. Und wenn man zu viel von einer Sache an eine Stelle packt, der Spieler aber gleichzeitig etwas anderes erwartet, dann wird's meistens komisch. Also dann verliert der Spieler dann vielleicht die Lust und hat keinen Bock mehr weiterzumachen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, das ist wie auf einer Party. Du gehst auf eine Party und am Anfang sagen alle irgendwie, yay, schön, dass du da bist, ja, super, yay, und nachher sind alle weg. So, eben waren noch 5 Leute, die sind alle irgendwie auf mich zugekommen und danach so stehst du da und hörst dir nur noch die Musik an. Boah. Scheiß Party, scheiß Leute und kack Musik, würde Jan Hegenberg sagen, ne? So, und dann gehst du wieder nach Hause. Nein, das Pacing muss stimmen. Das heißt, du siehst den ersten, unterhältst dich mit dem irgendwie, ne? Bist noch nicht ganz reingekommen, ne? Du bist noch nicht am Eingang, dass einer zu dir sagt, hallo, ihr müsst bezahlen oder irgendwie sowas oder schön, dass du da bist, sondern schon im Vorfeld sind 2 Leute, mit denen du dich hier mal eine Viertelstunde unterhältst und da und so. Und irgendwann gehst du rein, du bist dann eine Stunde zu spät und alle sagen, ja, wo warst du denn? Ja, ich bin gratis hier. Und das ist immer ein geiler Abend so, ne? Und der Abend ist dann vorbei, wenn irgendwie keiner mehr miteinander redet, alles besprochen ist und so und und die Musik irgendwie immer schlimmer oder langsamer wird oder so, Putzlicht angeht und alle rausgefegt werden. So, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist Pacing. So, ja. Oder man kommt zu einer Party und keiner redet mit dir und du kennst auch keinen. Ihr kennt das alle. Das ist Pacing. So, ja. So, und was ist Tuning? Soll ich? Ich brauche immer einen Moment. Pacing. Das ist, wenn du am Auto... Nein, Quatsch. Nein, geht am Auto, bloß nicht. Also, wenn du... da haben wir keine Ahnung von. Nein, also im Grunde genommen ist das, wie ich die Hürden und Schwierigkeiten für den Spieler bereitstelle. Das heißt, ich gucke, an welcher Stelle ist es denn wie schwer voranzukommen? Und das dann so zu verteilen, dass der Spieler auf der einen Seite immer so eine Herausforderung hat, auf der anderen Seite aber nicht wie Butter zu leicht durchkommt und dass es dann langweilig wird. Und das muss man tunen. Ja. Also es gibt auch so eine Formel dafür, die sehr große Spiele immer benutzen. Ja, das ist, dass man immer so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Schläge braucht, wenn man trifft auf einen Gegner, ja, dass man den dann umhaut oder umgehauen bekommt. Und die niederen Dinger dann vielleicht nur noch mit einem Schlag oder sowas, ja. Und so tunt man sich durchs Spiel, sag ich jetzt mal. Weil wenn man wirklich irgendwie 500 Mal ein Monster treffen muss, ja,
und der auch sehr stark ist, das heißt, wenn er dich zweimal trifft, dann bist du Gemüse, dann ist der einfach zu schwer für dich. Oder es ist eine Herausforderung für dich. Hängt auch ab von dem Spielertyp. Ne? Und das ist natürlich so eine Geschichte. Bitte? Ich wollte dich nur zu Ende sagen, weil ich habe auch schon wieder Gedanken. Du hast mich so angeguckt, was erzählt der da für ein Blödsinn? Nein, ich habe nur, halt den Gedanken fest. Ja, dann hau raus. Also, Tuning. Mit dem Tuning kann ich auch super stark die Spielzeit beeinflussen. Das finde ich auch sehr wichtig, weil das für den Spieler auch sehr cool oder auch richtig schlecht sein kann. Beispiel, also vielleicht 2 Beispiele. Das, was du gerade gesagt hast, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne, dass der Spieler länger kämpfen kann und mehr taktisch kämpfen kann, dann verlängere ich im Grunde genommen die Spielzeit des Kampfes. Das mache ich dadurch, indem ich mehr Schläge brauche, um den Gegner tatsächlich zu Fall zu bringen, aber auch, indem ich zum Beispiel länger einstecken kann, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 10-mal brauche, um den zu treffen und der braucht nur 2-mal bei mir, dann ist das auch sehr schnell frustrierend. Und damit kann ich total stark die Zeit beeinflussen, die ich brauche, um so einen Kampf zu machen. Das ist vor allen Dingen, ich habe das jetzt letztens gesehen irgendwie, wenn du zum Beispiel 10 Headshots machen musst auf den Zombie, bis er endlich zu Boden geht, dann regen sich viele Spiele auf. Ich hab dem jetzt 10-mal in den Kopf geschossen, dann kippt er endlich um. Ja, an welche Schrauben kann man denn drehen, um Pacing und Tuning zu machen? Ja, also wir hatten gerade irgendwie Tuning. Ne? Was ist das? Du hast selber eine Rüstung, das ist so ein Rüstungswert, und du hast einen Schaden, den du verursachen kannst. Das sind meistens die 2 fetten Sachen, mit denen man tunen kann. Weil der Gegner hat sie auch. So, ne? Ja, bitte. Wir haben zum Beispiel so ein Ding im Spiel, wie viele Gegner greifen mich an, wie viele sind überhaupt da und wie wird die Welt wieder neu befüllt. Finde ich es auch gerade in Bezug auf Gegner und Kampf sehr interessant. Ne? Das heißt, gibt es sowas wie Respawn? Wie häufig kommt der vor? Wie gemein ist der gemacht? Oder kann ich tatsächlich die komplette Welt leerfegen? Wir versuchen immer so ein Mittel zu finden, dass nicht alles leer ist und die Welt dann später irgendwie überhaupt gar keine Monster mehr hat, aber auch nicht, dass irgendwie, oh, ich habe gerade den Frosch umgenietet und drehe mich um, jetzt ist er plötzlich wieder da. Oder sieht anders aus, das ist ein anderes Monster an derselben Stelle. Ja, also irgendwann ja, aber nicht sofort und irgendwie auch nicht immer so, ne? Das ist schon ziemlich schwierig. Also homogen ein bisschen die Welt lebendig halten, ne? Aber trotzdem dem Spieler den Erfolg lassen an der Stelle. Also Monsterverteilung haben wir, ne? Genau. Die ist wichtig, so, wo welches Monster steht, das, wie stark es halt, ne? Wie stark es ist das Tuning, und was da steht und ob es da steht, das ist das Pacing. So, Itemverteilung ist das nächste. Ja. Hatten wir auch schon mal besprochen, so, ne? Ja. NPC-Verteilung und die Größe der Locations beeinflusst sehr stark das Pacing. Ja. Ne? Man kann natürlich Locations machen, die sehr, sehr groß sind. Da wird aber dann auch in einem Ballungsgebiet sehr viel gequatscht. Ne? Das kann Leute überfordern, zum Beispiel indem man sehr viele NPCs mit vielen Problemen nebeneinander stehen hat und die sich dann quasi durchquatschen und irgendwann gar nicht mehr wissen, wer stand eigentlich wo. Das ist eine Frage der, wie ist der Level gebaut, woran erkenne ich, wo ich schon war, haben Gebäude verschiedene Merkmale, damit ich mir das leichter merken kann, und wie unterscheiden sich die NPCs voneinander mit ihren Problemen und wie viele davon sind auf einem Haufen. Und da kann man natürlich auch sehr stark das Pacing beeinflussen. Ja, dann Teleporterverteilung habe ich hier geschrieben. Das heißt also, wenn man sich vorgearbeitet hat in unserem Spiel, dann hast du halt eine gewisse Gegend irgendwie schon mal bereist, und wenn du dann jedes Mal wieder von vorne anfangen sollst oder wenn du irgendwo hingegangen bist oder so, dann muss ich dann wieder durch den Pudding und so weiter, da machen wir dem Spieler leichter und sagen, okay, wir verteilen ein paar Teleporter. Aber auch nicht zu viele, dass man sich überall hin teleportieren kann, dass man doch schon immer ein Stück laufen muss, wenn man irgendwo hinkommt. Und da gibt's auch so eine Sache. Das beeinflusst ganz stark das Pacing und das Tuning. Ne? Wenn man zu viele Teleporter verteilt, dann wird das Spiel zu leicht und zu belanglos, dann wird das Pacing schlecht, ja, weil man überhaupt nicht mehr durch die Gegend geht. Macht man zu wenig, ja, ist das Spiel zu schwer und man verliert sich so ein bisschen, dann zieht sich alles wie ein Kaugummi, ja. Das ist dann auch eine ganz, ganz bestimmte Anzahl
an Teleportern, die man dann verteilen muss. Und das muss man auch immer testen. Da muss man mal gucken, weil das alles sich gegenseitig beeinflusst. Ne? Das ist sehr wichtig. Und die eigene natürlich Stärke, die Stärke der NPCs, die dann da stehen, die hatten wir gerade schon besprochen. Der Gegnerschaden, die Gegnerhäufigkeit, die Fähigkeiten, die man hat und den Level, den man hat. Der beeinflusst das. Das ist ein mehrdimensionales Problem. Und dann kommt noch auch dazu, dass man da eine Quests einbauen möchte, die dann entsprechende Schwierigkeitsgrade haben. Dann auch entsprechend der rote Faden durch die Geschichte, die man erzählt. Ja, der muss natürlich dann auch irgendwo gestaffelt sein, so dass die schwierigen Sachen eher tendenziell hinten sind und die einfachen Sachen vorne. Oder auch mal eine schwierige Sache dazwischen mogeln oder so, dass es halt nicht langweilig wird und so weiter. Und das ist eine sehr schwierige Geschichte und man muss sich halt ständig drum kümmern. Ja? Und die wird auch von allen möglichen Kram beeinflusst. Das ist sehr, sehr, sehr filigranes Uhrwerk ist das. Mhm. Ja. Gerade in unseren letzten beiden Spielen, Elex und Elex 2, ist ein starkes Mittel auch das Jetpack gewesen. Ja. Also wir haben bewusst im ersten Teil erstmal geguckt, funktioniert das überhaupt? Ja, und da konnte man im Grunde genommen so eine Art erweiterten Sprung, konnte man vertikal hochfliegen und solche Sachen, aber nicht unendlich, um zu gucken, wie kann man dieses Element des Jetpacks irgendwie mit in so eine Open World reinbauen, ohne dass man sich gleichzeitig irgendwas kaputt macht. Das soll eine Ergänzung sein, aber nichts, was irgendwie andere Systeme aushebelt. Im zweiten Teil waren wir dann mutiger und haben gesagt, na ja, aber das macht so viel Spaß, vielleicht doch, ja. Und da gab es am Anfang so diese Befürchtung, naja, aber vielleicht fliegt man dann über Freund und Feind hinweg. Und in der Realität bewahrheitete sich das einfach nicht, weil es so ein Mittel zum Zweck war. Es ist im Grunde genommen die schönere Variante des Teleporters, dass man sich irgendwie erarbeiten kann, weitere Strecken zurückzulegen, die dann gleichzeitig auch Gameplay sind und nicht wie der Teleporter im Grunde genommen einfach nur ein Blub, ich mache woanders weiter. Das ist sehr artverwandt, ist aber nicht dasselbe. Richtig. Überhaupt nicht. Ja. Ja, hat miteinander eigentlich gar nichts zu tun. So, und das musste man auch erstmal erkennen. In dem Zusammenhang muss ich immer dran denken, dass du Days Gone irgendwie mit dem Motorrad gespielt hast und nicht ein einziges Mal die Schnellreise. Nein, fand ich, so spiele ich dieses Spiel nicht, weil ich das so toll finde und dieses ganze Ressourcenmanagement und so und dass man tatsächlich der Typ sein möchte irgendwie. Ich fand das so toll, da habe ich wirklich nicht ein einziges Mal Schnellreise verwendet. Hat auch mit der Spielewelt zu tun, ne? Wie authentisch ist die gemacht, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich der Typ und fahre jetzt durch das Land oder fliege durch das Land, so dass ich gar nicht jetzt irgendwelche Mittel haben will, um es mir zu erleichtern, weil ich irgendwie genieße, da jetzt irgendwie eingesogen zu werden. Das muss spannend sein, ja. Das ist Pacing. Und das Tuning, ja, das muss dann aufs Pacing angepasst werden meistens. Das Pacing ist zuerst da und dann kommt das Tuning. Und nicht andersrum. Wird oft andersrum gemacht. Und das ist dann immer so ein Ding, ne? Dass man halt irgendwie, es ist schwierig, das zu beschreiben, aber es ist halt so, ja, aber da sind dann die fetten Monster und so und hin und her, ja, aber ich habe da doch eine Quest eingebaut. Das heißt, derjenige, der das Pacing da machen wollte, der hat dann irgendwie zu viele komische Monster da rumstehen. Da muss man das dann entzerren oder irgendwie weniger machen und so. Und ja, aber ich habe jetzt schon in die Quest eingetragen, dass du diese 5 Monster töten sollst. Und da steht schon drin, dass das 3 Trolle sein sollen. Und da steht schon, das ist echt nicht so einfach. Und gerade weil das Spiel so viele Möglichkeiten bietet, gerade in der Open World, wird das auch vom Spieler sehr unterschiedlich empfunden. Das heißt, je nachdem, wie die spielen, haben die ein völlig anderes Gefühl fürs Pacing und Tuning als jemand anders. Also es gibt da diese Leute, die einfach erstmal alles leer lutschen, jede Ecke gucken und alles mitnehmen und so. Und die haben dann das Gefühl, das Spiel ist beim Tuning her leichter, weil sie halt dieses Ressourcenmanagement einfach auskosten bis zum geht nicht mehr. Und andere Leute, die irgendwie jetzt versuchen, irgendwie der Hauptstory möglichst zu folgen, irgendwie ab und zu an Freund und Feind vorbeigehen, die haben es dann an der Stelle erstmal schwerer, weil sie die Ressourcen nicht haben. Und das Spiel erlaubt das im Grunde genommen. Deswegen sagt der eine, ja, ich fand das super schwer, während der andere sagt, warum, war doch total easy an derselben Stelle. Ja. Und da muss man gucken, es sollte beides funktionieren. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja, stimmt. Hier fragt jemand, spielt ihr eigentlich auch WoW oder andere MMO-RPGs? Du bist schon öfter gehört, diese Frage, und die habe ich immer gleich beantwortet. Ich habe mich nie getraut, weil ich
befürchtet habe, damit fresse ich mir meine Zeit weg. Weil ich weiß, dass diese MMOs sehr zeitfresserisch sind. WoW hat mich gar nicht so interessiert. War mir zu viel Gameplay, zu viel Gegrinde, zu wenig Story. Da bin ich eher da, wo Skyrim ist, nicht Skyrim, sondern Elder Scrolls Online. Ja, das ist für mich schon schöner, weil die halt sehr viele Geschichten in die Welt gepackt haben und so weiter. Das wäre eher so meins. Ne? Da kann man echt durch die Welt rennen und die irgendwie abgrasen und so weiter. Aber ich glaube, das würde mir meine Zeit stehlen, so solche Spiele zu spielen. Deswegen habe ich davon Abstand genommen. Und es ist auch nicht die Art Spiel, die wir machen. So, das heißt, es ist nicht wirklich das, was wir cool finden, so, ja, oder was wir sind eher die Singleplayer-Fraktion und auch vom Hobby her so, ne, also wir spielen auch Multiplayer-Spiele, sowas wie Phasmophobia oder so, das sind dann mehr so kleine Spiele oder Strategiespiele, die vielleicht mal irgendwie nur eine halbe Stunde dauern oder irgendwie so rundenbasierte Dinger, ne, Battle Royale-Spiele oder sowas, ne, so wie PUBG haben wir sehr viel gespielt, aber MMOs war nie meins. Geht mir genauso, wobei man dazu sagen muss, dass wir natürlich nicht für die ganzen Leute in der Firma sprechen. Da gibt es einige, die spielen es eben doch. Ja. Und das auch ziemlich ausgiebig. Was mich angeht, habe ich eher anderen über die Schulter geguckt. Also ich habe bei Zeiten Leuten beim Zocken zugeguckt, auch diese MMOs, aber selber dann mir nie einen Charakter gemacht. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Boah, das hätte meine ganze Zeit kaputt gemacht, ne? Meine ganze Freizeit. So MMOs. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.